Schon mal Schwierigkeiten beim Empanada-Teig gehabt? Dabei ist es kinderleicht, der Teig muss einfach 2 bis 3 mm dick ausgerollt sein und am besten nimmst du dafür heißes Wasser. Aber lass mal von vorne anfangen, denn für den leichtesten und authentischsten Teig brauchst du nur 4 Zutaten. Hier habe ich einen Teelöffel Salz in 500 Gramm Mehl bereits vermischt und in eine Mulde gebe ich 80 Gramm Butter, die ich schon mal im Voraus in der Mikrowelle erwärmt habe. Jetzt mische ich das Wasser schrittweise dazu und währenddessen kann ich euch sagen, dass in diesem Video ich einem von euch etwas sehr Geiles für die Küche im Wert von 85 € verschenken möchte. Also schaut euch das Video durchgehend bis zum Ende an, wenn ihr dabei sein wollt. Nachdem der Teig einigermaßen gebunden ist, knete ich den weiter auf der Arbeitsfläche, bis ich einen geschmeidigen Teig erhalte. Und wenn es soweit ist, kannst du den Teig etwa eine halbe Stunde ruhen lassen. In der Zeit bereiten wir die Füllungen zu. Als erstes machen wir eine ultra leckere Käsefüllung. Für unsere Käse-Empanadas gebe ich 2 Esslöffel Butter in eine Pfanne auf mittlere Hitze und sobald diese geschmolzen ist, dünste ich gewürfelte Schalotten darin an. Hierbei mag ich schon ein paar Prisen Salz dazu zu geben. Schalotten finde ich super für die Käse-Empanadas, weil das Aroma nicht so dominant ist wie bei normalen Zwiebeln und so kommt der Käsegeschmack besser zur Geltung. Nachdem die Schalotten einigermaßen glasig sind, drehe ich die Hitze ein bisschen hoch und gebe einen guten Schuss Weißwein dazu. Ich habe einen grauen Burgunder genommen, aber an sich könnt ihr einfach das nehmen, was euch schmeckt. Wenn sich die Flüssigkeit etwas reduziert hat und ihm etwas so aussieht, kannst du alles in eine Schüssel zum Abkühlen geben. Was ich sehr gerne mache, ist nach ein paar Minuten 2 Käsesorten dazu zu mischen. Hier nehme ich Gouda und Feta-Käse in gleichen Mengen. Und wenn wir alles fertig vermengt haben, ist unsere erste vegetarische Füllung fertig. Super easy, oder? Jetzt zeige ich euch eine Spinat-Lachs-Füllung, die genauso schnell geht und super lecker ist. Für unsere Lachsempanadas dünste ich wieder 2 Esslöffel Butter in einer Pfanne, aber diesmal dünste ich eine gewürfelte weiße Zwiebel darin an. Dazu kommen noch 250 Gramm frischer Spinat, die ich bereits geputzt und gewaschen habe. Und hier können auch ein paar starke Prisen Salz nicht fehlen. Während die Sachen auf der Pfanne weiter vor sich garen, hacke ich schnell einen Handvoll Dill so fein ich kann und gebe den in eine Schüssel mit 200 Gramm Ricotta dazu. Nun mische ich eine Prise Muskat sowie Pfeffer nach Geschmack bei und dazu kommen auch 250 Gramm klein geschnittener geräucherter Lachs. Nach 5 bis 10 Minuten nehme ich die Spinat und Zwiebel aus dem Herd und wenn die ein bisschen abgekühlt sind, gebe ich die auch in die Schüssel dazu. Jetzt rühre ich alles kurz um und hierbei gebe ich ein bisschen von der Flüssigkeit aus der Pfanne, bis die Konsistenz mir gefällt. Genau wie bei der Käsefüllung muss diese Füllung eine gewisse Saftigkeit haben, aber auch nicht extrem dünnflüssig sein. Also jetzt habe ich die 2 Füllungen blitzschnell gemacht und wir können uns wieder dem Teig widmen. Um die Empanada-Teigrollinge zu formen, kann man entweder den Teig in einzelnen Teigkugeln portionieren oder den gesamten Teig ausrollen und die Formen ausstechen. Bei den einzelnen Teigkugeln hat man mehr Kontrolle über die gewünschte Größe, aber ich habe schon mal ein Video dazu und meiner Meinung nach geht das Ausrollen und Ausstechen viel schneller. Dafür brauchst du nur den Teig auf der bestäubten Arbeitsfläche zu legen und gleichmäßig ausrollen. Hierbei brauchst du überhaupt nicht auf die Teigform zu achten. Wichtig ist nur, dass der Teig ungefähr 2 mm dick ist. Nun kannst du die Empanada-Rollinge mit einer Ausstecherform, einer großen Tasse, einer Schüssel oder sonst was ausstechen. Die Teigreste kannst du anschließend wieder ausrollen und ausstechen, bis der gesamte Teig alle ist. Hier habe ich die Empanada-Rollinge schon fertig und jetzt zeige ich dir, wie einfach es ist, die Teigtaschen zu füllen, um bombenfest zu schließen. Dafür braucht man kein Eiweiß oder sonst so ein Quatsch, einfach eine Schüssel mit Wasser. Man muss einfach mit dem befeuchteten Finger den halben Teigrand anfeuchten, anschließend die Füllung drauflegen, den Teig schließen und die Ränder zudrücken. Einfacher geht's nicht. Damit die Empanadas aber beim Frittieren oder Backen nicht aufgehen, muss man die Ränder am besten nochmal festdrücken. Hier mit der Käsefüllung zeige ich dir, wie schnell und easy es mit der Gabel geht. Bei unterschiedlichen Füllungen ist es aber vom Vorteil, wenn du sie auseinanderhalten kannst. Das geht zum Beispiel, indem du die Ränder unterschiedlich faltest. Die klassische lateinamerikanische Falttechnik hierfür nennt man Repulgue. Und anhand der Lachsempanadas zeige ich dir, dass es viel einfacher ist, als du denkst. Mit einer Hand nimmst du die Empanada und mit der anderen nimmst du den Teig aus dem Rand zwischen Daumen und Zeigefinger. Anschließend faltest du den Teig nach innen und drückst ihn fest. Und das machst du einfach entlang des ganzen Randes. Das sieht vielleicht tricky aus, aber probier's aus, es ist echt leicht. Traditionell werden Empanadas entweder frittiert oder im Backofen gegart. Beide Varianten sind mega lecker, aber meiner Meinung nach geht das im Backofen schneller und die Backofen-Empanadas sind auch optisch attraktiver. Also heute zeige ich euch, wie man die im Backofen macht.
Hierfür müssen einfach die Empanadas mit verkohltem Ei angepinselt werden und in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen geschoben werden, bis die goldbraun sind. Bei mir hat es ungefähr 20 Minuten gedauert. Endlich kann ich euch zeigen, wie geil beide Füllungen sind. Die Käse-Empanadas sind einfach mega. Die Schalotten bringen eine sanfte, weiche Textur mit und die Weinnote harmoniert zur Perfektion mit dem Käse. Bei den Lachs-Empanadas entfalten sich die Aromen aus dem Spinat, Dill, Frischkäse und Muskat, aber übertonen nicht den leckeren Lachsgeschmack. Einfach Hammer. Empanadas sind einfach einer meiner Lieblings-lateinamerikanischen Rezepten. Aber bei vielen Empanada-Rezepten gibt es einige Tricks, die man kennen muss, damit sie nicht zu trocken werden. Wenn du Interesse an allen diesen Tricks hast, sowie auch daran, wie man Empanadas frittiert, schau dir mein Video dazu an. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Giveaway. Oder man muss das eher Weihnachtsgeschenk nennen. Kurze Erklärung dazu: Während ich dieses Video drehe, sind ziemlich genau 2 Jahre her, dass ich meinen Kanal erstellt habe. Und zu diesem Anlass, aber auch weil Weihnachten fast um die Ecke ist, möchte ich einem von euch etwas sehr Feines im Wert von 85 Euronen verschenken. Und zwar ein massives, super hochwertiges XXL Schneidebrett aus Eiche-Stirnholz. Das Brett ist extrem edel und sehr ähnlich zu dem Brett, das ich in meinen Videos nutze. Ist vielleicht nur einen kleinen Tick kleiner, aber immer noch extrem groß. Also 40 x 30 x 4,5 cm. Das Schneidebrett habe ich noch nie benutzt. Ich möchte aber betonen, dass keiner außer mir an dieser Aktion beteiligt ist. Also weder YouTube noch irgendein Sponsor ist daran beteiligt. Dieses Schneidebrett gehört mir privat und ich möchte es einem von euch verschenken. Und ein kleines Extra setze ich noch drauf: Ich werde auch für die Lieferkosten aufkommen. Um daran teilzunehmen, musst du in einem Land der Europäischen Union, in der Schweiz oder in Großbritannien wohnen. Die Aktion fängt ab der Veröffentlichung dieses Videos an und läuft bis zum 12 Uhr vom 29. Dezember 2022. Und wie kannst du daran teilnehmen? Ganz einfach. Lass mir in diesem Video einen Kommentar, in dem du mir sagst, welche Empanada-Füllung dir am besten gefallen hat, aber auch, was du daran ändern würdest, damit sie dir besser schmeckt. Oder einfach, was du als Experiment daran ändern würdest. Ich werde dir dann antworten und bestätigen, dass du dabei bist. Und kurz nach dem Mittag vom 29. werde ich den gewinnenden Kommentar anpinnen und darauf antworten. Das heißt, ich werde in den ersten Kommentar des Videos die Person auffordern, mich zu kontaktieren. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie die Person ausgewählt wird. Ganz einfach, ich werde die Antwort auswählen, die mir am besten gefallen hat. Also, lass ein bisschen Kreativität in deinen Kommentar einfließen. Wenn du dann dieses ultra geiles, massives Schneideblock nach Hause verschickt bekommen möchtest, weißt du, was du zu tun hast. Ansonsten, wenn du ein frittiertes Empanada-Rezept, mein Lieblings-Empanada-Rezept mit Hackfleisch sehen möchtest, schau dir das Video auf der linken Seite an.